nach einem Jahr des Lebens im neuen Haus endlich auch ein richtiger Esstisch im entsprechenden Zimmer stand, war es vorbei mit Ausreden. Etwas musste hier geschehen, um den Raum wohnlicher zu machen. Ein Moosbild. Natürlich ein selbstgemachtes. Natürlich eines, bei dem ich jede Art der Moosgewinnung ausprobieren würde. Und natürlich wieder ein Projekt, das ich dramatisch unterschätzen würde. Aber sie selbst. Die Materialliste für so ein Moosbild ist überschaubar. Du brauchst eine Wandhalterung, einen Rahmen, einen guten Bastelkleber und Moos natürlich. Die Herausforderung liegt bei mir jetzt vor allem in der Größe des Projekts, da ich ja wirklich ein ordentliches Stück Wand damit abdecken möchte. Wahrscheinlich ungefähr die gleiche Fläche wie der Tisch. Der Tisch ist 2,20 Meter mal 1,40 Meter. Also sagen wir mal vielleicht Moosbild 2 Meter mal 1,50 oder so. Ja. Es gibt Kunstmoos aus Plastik, es gibt präserviertes Moos, das man im Internet fertig kaufen kann. Man kann Moos aus dem Wald holen oder selber züchten. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, probieren wir doch einfach alles aus, kombinieren alle Methoden der Moosbeschaffung und am Ende gucken wir, welche Methode war die beste, die zielführendste und welche war die günstigste vor allem auch. Die wahrscheinlich kostengünstigste Art, an Moos zu kommen, ist, hier in der Natur. Kleine Mengen darfst du tatsächlich für den Eigengebrauch mitnehmen. Aber Achtung, nicht in Naturschutzgebieten. Es gibt interaktive Karten, auf denen du nachgucken kannst, ob du im Naturschutzgebiet bist oder nicht. Und bestimmte Moosarten dürfen nicht mitgenommen werden, wie Hainmoose, Weißmoose und Torfmoose. Also ich muss ehrlich gesagt gleich sagen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Moosarten zu bestimmen, wie sich herausstellt. Ich habe hier ein Bild von einem Torfmoos, das wir nicht pflücken dürfen. Und irgendwie sieht das hier alles nach Torfmoos aus, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, für Laien ist es ein bisschen schwierig, da den Unterschied zu finden. Und wenn wir uns nicht sicher sind, was für eine Moosart das ist, logischerweise werden wir die natürlich auch nicht pflücken. Deswegen mache ich mich jetzt eher auf die Suche nach etwas, das auf keinen Fall aussieht wie Torfmoos. Mal gucken, ob ich damit Erfolg habe. Hier haben wir Moos, das anders aussieht. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Moos ist. Aber guck mal hier. Was mich an diesem Fund glücklich macht, ist, die Moosarten, falls das andere überhaupt ein Moos ist, sehen sehr unterschiedlich aus. Sprich, es können nicht beide Torfmoos sein und das heißt, eine von beiden können wir auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Es kann aber auch Weißmoos auch die andere. Nee, Weißmoos. Nee, ja stimmt. Oh. Da ist noch ein anderes Moos. Ein ganz interessantes Moos mit einer sehr feinen Struktur. Also wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann erkennt man tatsächlich auch viele verschiedene Moosarten. Gerade noch mal auf Google geguckt. Die Moosart, die ich hier entdeckt habe, steht doch unter Naturschutz. Das ist das Weißmoos. Oh. Ich habe halt das Gefühl, wir werden hier... Ich glaube, es gibt nur diese 3 Moosarten. Das Torfmoos, das Weißmoos und das Hainmoos. Und die schicken uns hier einfach in den Wald und lassen uns glauben, es gibt noch andere Moosarten. Aber ich habe tatsächlich auch geguckt, welche Moosarten darf man denn mitnehmen. Und ich habe nirgendwo Bilder gefunden. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es keine anderen Moosarten gibt. Aber ich will mal noch nicht so schnell aufgeben. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Okay. Und das ist, glaube ich, das Flechtenmoos hier noch. Das sieht so ein bisschen aus wie, wenn sich jemand seine Haare nicht gewaschen hat. Ne? So ein bisschen strähniger und so längere Strähnen. Das ist das Flechtenmoos. Das dürfen wir auch nicht ernten. Oh, ich frage mich, ob das ein Hainmoos ist. Aber wahrscheinlich ist das ein Hainmoos. Aber ein sehr schönes. Warte mal, welches Moos sagst du? Ist Gabelmoos? Fockmoos. Ja, aber welches? Zeig mal auf dem Boden. Wieso? Ach, das, was anders aussieht.
Naja, was wir gefilmt haben. Das, was wir gerade angeguckt haben, das da, Genau. das ist Gabelmoos. Ja. Sicher. Das darf also mitgenommen werden, ja? Ja. Hervorragend. Hier darf explizit nicht geschnitten werden, sondern man muss das Moos mit vorsichtigen Bewegungen leicht lösen. Und man soll auch nicht alles Moos mitnehmen, weil hier natürlich auch ein Ökosystem davon abhängt. So. Jawohl. Und da haben wir es. Unser erstes Moos für unser Moosbild. Entenmus. Sehr gut. Das Halt können wir das. mitnehmen. Okay. Doppelsanmus. Nice. 2 Stück. Geschafft. Das ist unsere Ausbeute. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde lang gesucht und haben zwischen dem ganzen Torfmoos dieses bisschen Moos gefunden. Ich denke, das entspricht noch der Blumenstraußregelung. Das darf man gut mitnehmen. Ja. Glücklich. Ja, sehr schön. Ab nach Hause. Ich stelle fest, das Reinigen des Mooses ist nicht so einfach. Je mehr ich versuche, diese Blätter aus den Wurzeln zu entfernen, desto mehr fällt dieser Moosballen auseinander. Was natürlich teilweise nicht schlecht ist. Ich brauche ein paar Sporen, um Moos nachzuzüchten. Ich glaube, ich entferne so viel Zeug, wie es geht. Aber ich muss, glaube ich, damit leben, dass man nicht die ganze Erde und nicht die ganzen Blätter entfernen kann, weil ich ansonsten einfach individuelle Moossträhnen in der Hand halte. Frisches Moos muss präserviert werden. Dafür kombinieren wir 3 Teile warmen Wassers mit einem Teil Glycerin. Redaktioneller Hinweis an der Stelle: Dieses Mischungsverhältnis 3 Teile Warmwasser, 1 Teil Glycerin habe ich aus einem einzigen YouTube-Video und jetzt an keiner anderen Stelle im Internet wiedergefunden. Normalerweise wird empfohlen, 2 Teile Glycerin und 1 Teil Alkohol zu nehmen, aber ich wollte jetzt nicht auch noch Geld für Alkohol ausgeben und hatte mich sehr gefreut, dass es wohl eine Möglichkeit mit Warmwasser gibt. Also, das Moos ist nun in der Glycerin-Warmwassermischung. Der Wasserstand hat nicht ganz gereicht, um alle Spitzen auch mit abzudecken. Ich hoffe, dass sich das Glycerin-Gemisch einfach über die Pflanze in die Spitzen saugt und ich später keine Probleme haben werde. Aber ich will jetzt nicht noch eine Flasche Glycerin verwenden, nur um die Spitzen noch zu bedecken. Das Ganze lassen wir jetzt ein paar Stunden oder am besten über Nacht stehen und dann schauen wir morgen weiter. Wir haben die Überbleibsel aus der gestrigen Mooskonservierungsaktion da und aus denen werden wir heute mehr Moos züchten.
Angeblich braucht Moos gar keinen fruchtbaren Untergrund oder so, um zu wachsen, einfach nur Wasser. Aber ich traue dem nicht so ganz. Meine Intuition sagt, es kann nicht schaden, da so ein bisschen, wie soll ich sagen, Waldboden hineinzutun, wie ich ihn ja hier unter meinen Nadelbäumen habe. Auch wenn ich das später wieder aus den Wurzeln putzen muss. Die Erde befeuchte ich jetzt noch mal ein bisschen. So. Nachdem wir den Untergrund erstellt haben, machen wir jetzt quasi eine Art Moos-Buttermilch-Shake, indem wir das gleiche Volumen Moos und Buttermilch mischen. Dafür zerpflücke ich die Moosreste von gestern. Und tue sie sehr kompakt in die Rührschüssel. Ich habe jetzt eine gute Handvoll sehr kompakt reingestopft. Ich denke, das ist ungefähr das Äquivalent der Hälfte eines Buttermilchbechers. Lecker. Yum, 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 yum. Die erste Wanne ist voll. Also wenn du glaubst, das sieht schon nicht sehr gut aus, kann ich dir auf jeden Fall dazu sagen, es riecht auch nicht so gut. Da mein Buttermilch-Cocktail natürlich ein gefundenes Fressen für verschiedene Tiere und Insekten darstellt, versehe ich das Ganze noch mit einem Netz zum Schutz. Jetzt müssen die Container an geeignete Stellen, an denen das Moos normalerweise auch wachsen würde. Also zum Beispiel an eine Nordwand, wo die Sonne wenig hinkommt. Oder ich sehe auch hier in meinem Rasen, dass sich hier in Richtung der Nadelbäume eindeutig das Moos verdichtet. Und deswegen würde ich ein paar Container auch in den Schatten der Nadelbäume stellen. Über 12 Stunden hat sich das Moos nun in der Glycerin-Warmwassermischung befunden und es sieht hier in dem Becken schwimmend noch genauso aus, wie ich es gestern zurückgelassen habe, und das ist ein gutes Zeichen. Das ist ja genau der Effekt, den wir erzielen wollen. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, wie es sich anfühlt und wie es aussieht, wenn wir es aus dem Wasser rausnehmen. So sieht das jetzt aus, also wirklich exakt so wie gestern. Ja, ich merke wirklich einfach vom Anfassen her keinen Unterschied, vom Aussehen keinen Unterschied, und das ist ja ein gutes Zeichen. Jetzt hoffe ich, es ist wirklich vernünftig präserviert. Ja. Das lassen wir jetzt ein paar Tage durchtrocknen und dann sollte es einsatzbereit sein. Es sieht schön aus, ich freue mich sehr über das Resultat, aber ich bin überrascht, wie viel Schwund wir hier erlebt haben. Ich meine, wenn man bedenkt, wie viel wir aus dem Wald mitgenommen haben, nur um dann so einen Tray hier zu füllen, es ist schon sehr viel weggegangen. Einmal durch das Putzen, dann sind ein paar Stränge hier einfach auseinandergefallen und dann durch das Kompaktieren, wie ich es jetzt gemacht habe in diesem Tray,
ist schon ganz schön wenig rausgekommen. Also ein großes Moosbild wird das nicht, wenn du Moos im Wald sammelst. Das Moos aus dem Wald, das wir mit Glycerin konserviert haben, habe ich nun mehrere Wochen sogar trocknen lassen und ich bin froh, dass ich das getan habe. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Auf der einen Seite ist das Moos schön biegbar geblieben, genau wie versprochen. Es fühlt sich auf jeden Fall frisch und echt an, aber auf der anderen Seite hat es seine Farbe vollständig verloren. In der Anleitung hatte es einen Tipp gegeben, dass man der Glycerin-Warmwassermischung noch etwas Textilfarbe beifügen kann, wenn man das Moos umfärben möchte. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das eher ein Muss ist, damit das Moos seine Farbe behält und nicht über die Zeit verliert. Ich bin heilfroh, dass ich daraus nicht sofort ein Moosbild gebastelt habe, das mir dann an der Wand verwelkt ist. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Ganze nachträglich einfärbe, aber ich schätze mal, ich kann jetzt als Tipp weitergeben, füg doch einfach bitte, nicht optional, sondern sicherheitshalber etwas Textilfarbe hinzu, damit das Moos auf jeden Fall grün bleibt. Der Grund, warum ich das präservierte Moos ewig habe trocknen lassen, ist natürlich der, dass wir auf unser selbst gezüchtetes Moos 3 Monate warten mussten. Aber diese 3 Monate sind rum und wir schauen jetzt mal, was daraus geworden ist. Also ich weiß natürlich schon, was da drin ist, aber es ist eine spannende Geschichte, die sich über die letzten 3 Monate ergeben hat. Ich hatte ursprünglich darüber nachgedacht, den Part aus dem Video rauszuschneiden. Dann wiederum dachte ich mir, Mensch, lässt du drin, um einfach zu zeigen, es ist nicht so super easy, Moos selber nachzuzüchten. Aber dann, just heute, als ich eben aufnehmen wollte, dass ich an dem Ganzen gescheitert bin, habe ich etwas entdeckt. So, das Gitter brauchen wir nicht mehr, da drin ist ja jetzt keine Buttermilch mehr. Wirklich just heute, als ich die traurige Geschichte meines Fehlschlages erzählen wollte, hat sich das Moos doch noch an die Oberfläche bequemt. Für dieses Moosbild reicht das jetzt natürlich nicht, aber ich lasse gerne das Experiment nochmal über den Winter weiterlaufen. Und falls sich hier doch eine richtige Moosdecke bilden sollte, können wir noch überlegen, ob wir das hier irgendwo im Garten anpflanzen oder ob wir daraus vielleicht ein kleines Ehrenmoosbild machen. Sehr cool auf jeden Fall, dass es tatsächlich klappt, aber man muss eine Menge Zeit einplanen. Was ich mir dann aber gedacht habe, ist, worauf stehen diese Kisten denn eigentlich? Und da kam mir dann wieder eine Idee. Vier Kisten haben wir jetzt hier heute zusammenbekommen. Wesentlich mehr geht auch gar nicht, habe ich festgestellt, da an anderen Stellen das Moos noch sehr mit Grashalmen vermischt ist und dann müsste man die Grashalme beim Konservieren noch mal mühevoll rauszupfen, worauf ich keine Lust habe. Das Waldmoos sieht jetzt natürlich fluffiger und spektakulärer aus als das, was wir aus dem Garten geholt haben. Aber genau darum geht es ja. Es kann ja nicht immer alles ein Highlight sein. Wir brauchen auch ein Auffüllmoos für die unauffälligen Stellen. Und da finde ich es ganz schön, dieses sehr natürliche und flache Moos aus dem Garten einbringen zu können. Viel ist es aber nicht, was wir in diesem Projekt ein bisschen zutage gefördert haben, aber haben schon sehr viel Zeit investiert. Jetzt schauen wir mal, dass wir dieses Moosbild in großen Schritten voranbringen.
Ja, ich habe bestellt und ich habe bestellt auf AliExpress, also aus China, auf Amazon, erhältlich für den Normalverbraucher, und als Gewerbetreibender habe ich auch bei einem Moos-Großhandel bestellt. Und das schauen wir uns jetzt alles mal an. Bei AliExpress hatte mich vor allem Kunstmoos interessiert und ob das in Aussehen und Preis mit dem echten Moos mithalten kann. Das hier ist die chinesische Imitation von Kugelmoos. Ich muss sagen, wenn man nicht so genau hinschaut, sehen die Dinger sogar ganz gut aus, weil sie ja sehr klein sind. Man sollte sie nur nicht nebeneinander legen, denn dann würde auffallen, dass die Chinesen nur eine Gussform verwenden für das Zeug. Nicht so sehr überzeugt mich die Plastikversion von, ich weiß gar nicht, was das sein soll, Flachmoos. Das sieht aus wie Filz, es fühlt sich an wie Filz und für eine Modelleisenbahn könnte das vielleicht taugen, aber nicht für meine Zwecke. Liechen sollen das sein, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Dann als nächstes aus China echte Liechen. Die sehen natürlich schon wesentlich besser aus, natürlich sind ja auch Naturprodukte. Neben dieser kleinen Probierpackung habe ich dann noch eine 1,5 Kilo Packung bestellt und ja, würde sagen, qualitativ genau das gleiche, schauen schön aus. Ich finde diese Farbe sogar natürlicher, die ich über die 1,5 Kilo Packung bekommen habe, als diese zwei Farbtöne. Aber interessant, denn ich hatte mich ja gefragt, wie der kommerzielle Hersteller sein Moos gewinnt oder Liechen. Und wenn ich hier zum Beispiel entdecke, dass da sich ein Blatt mit eingeschlichen hat, ja, und irgendwo hier drüben waren auch noch Tannennadeln, hier eine Tannennadel, aha. Das kommt also auch einfach alles aus dem Wald. Aber mal schauen, wie die europäischen Hersteller das handhaben. Aber ja, im Großen und Ganzen schauen die chinesischen Liechen genauso aus, wie ich es erwartet hatte. Jetzt ist eben bloß die Frage, wie können sie optisch, aber auch preislich mit den europäischen Konkurrenzprodukten mithalten. Und da kommen wir auch gleich zu den Liechen, die man auf Amazon bestellen kann. So schauen die dann aus. Sofort stelle ich fest, dass das eher größere Klumpen sind, während es bei den Chinesen einzelne Stränge waren. Das macht es natürlich viel einfacher zu verarbeiten. Optisch ganz klar filigraner als das Konkurrenzprodukt aus Fernost, wo die Stränge eher gröber sind. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich will jetzt keine Behauptungen aufstellen, dass kommerzielle Mooshersteller in den Wald ziehen, um ihre Produkte zu gewinnen. Aber es wäre trotzdem interessant, wie sie das Moos züchten, sodass hier die gleichen Anzeichen, hier ist irgendwie so ein Grashelmchen noch mit drin, hier ist ein kleines Blättchen mit drin, wie das zustande kommt, dass genau die gleichen Unreinheiten bestehen wie bei meinem Moos. Und vor allem auch cool zu sehen, dass der kommerzielle Hersteller ebenso mit den Unreinheiten zu kämpfen hat und irgendwann aufgegeben hat, genauso wie ich. Auch über Amazon bezogen habe ich schlussendlich dieses Kugelmoos. Und das ist interessant, denn das hatte ich mir eigentlich größer vorgestellt. Das sind dann doch sehr kleine Stücke und sie sehen gar nicht mal so imposant aus, meiner Meinung nach. Logischerweise viel glaubhafter als das Plastikmoos aus China, aber nichtsdestotrotz von der Größe, das finde ich wirklich lustig, fast genau das gleiche. Vielleicht habe ich mir Kugelmoos auch einfach falsch vorgestellt. Da wäre jetzt aber der Vergleich interessant zum Moos, das ich beim Großhändler erworben habe. Oh, alter Verwalter, das nenne ich mal Kugelmoos. Aber hallo, jetzt befinden wir uns in einer ganz anderen Liga. Wow, das ist doch mal eine Größe, die ich von einem Kugelmoos erwarte. Guck mal, das hier sieht zum Beispiel sehr groß aus. Wow, wenn ich das mit dem Amazon Kugelmoos vergleiche. Und wartet mal ab, bis wir auf die Preise zu sprechen kommen. Zack. Oh, das ist ein Farnmoos tatsächlich und es sieht wunderschön aus. Sowas haben wir, glaube ich, auch aus dem Wald mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Okay. Aha, das sind Liechen. Diese dunkel gefärbten Moosarten sollen die meiste Fläche bedecken auf dem Moosbild und mit den hellen Moosarten, wie zum Beispiel dem Kugelmoos, werden wir die Akzente, also die Highlights formen und dadurch die Komposition in einem Kontrast herstellen. Günstig ist an so einem Moosbild grundsätzlich nichts. Meiner Meinung nach ist das eine Investition, die man sich überlegt haben muss. Aber wenn man sich für das Moosbild entscheidet, lohnt sich der Preisvergleich. Das künstliche Kugelmoos aus China ist das günstigste Produkt hier im Raum mit nur 25 €, die es braucht, um einen Quadratmeter mit diesen Dingern zu füllen. Nicht, dass ich einen Quadratmeter damit füllen wollen würde, denn die Dinger sehen alle gleich aus, aber wenn du nicht ein Moosbild, sondern gleich eine Mooswand, sagen wir 10 Quadratmeter, 15 Quadratmeter machst, dann kann das hier auf jeden Fall ein
ein sehr kosteneffektiver Lückenfüller sein. Und wie kostengünstig, das sehen wir, wenn wir auf das echte Moos gucken, das wir hier in Europa kaufen können. Denn dieses Kugelmoos von Amazon kostet schon 200 Euro pro Quadratmeter. Aber jetzt wird es richtig verrückt. Für nur 34 Euro mehr pro Quadratmeter inklusive Mehrwertsteuer bekommst du dieses Kugelmoos vom Großhandel. Viel verrückter wird es noch bei den Liechen, denn das teuerste Produkt, das ich im Hause habe, sind die Liechen von Amazon mit 291 Euro pro Quadratmeter. Liechen von AliExpress befinden sich auf Platz 2 mit 193 Euro, also fast 100 Euro Preisnachlass pro Quadratmeter. Die Liechen aus dem gewerblichen Moosgroßhandel kommen besonders günstig mit nur 124 Euro pro Quadratmeter. Aber wie schneidet denn das Moos aus dem Wald oder dem Garten ab, wo wir für das Moos selber nichts gezahlt haben, nur für die Chemikalien zur Verarbeitung, und ich berechne jetzt auch einfach schon mal die Sprühfarbe fürs Nachfärben ein. Und da ist das Ergebnis meiner Meinung nach besonders überraschend, denn nur die Kosten fürs Glycerin und die Farben zusammengerechnet, aber die Arbeitszeit außen vor gelassen, kommen wir auf durchschnittlich 166 Euro pro Quadratmeter, was ganz schön teuer ist. Das einzige Moos aus dem Großhandel, das ich auch aus dem Wald entnommen habe, ist das Farnmoos, und das kostet im Großhandel 132 Euro, sprich 34 Euro weniger als mein selbstgemachtes, und wie gesagt, da habe ich noch meine Arbeitszeit gar nicht mit eingerechnet. Sprich, Preisvergleich lohnt sich, das Ausschau nach Alternativen lohnt sich die eigene Arbeit. Dafür müssen wir jetzt erstmal das Moos, das wir gesammelt haben, einfärben. Also auch das Moos aus unserem Garten hat, wie das Moos aus dem Wald, seine Farbe verloren. Und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass ich warmes Wasser anstelle von Alkohol in meinem Konservierungsprozess verwendet habe. Aber ich behaupte, der Alkohol hätte überhaupt nichts daran geändert. Denn das Chlorophyll, das der Pflanze die grüne Farbe gibt, ist ja unmittelbar an das Leben der Pflanze geknüpft. Und dadurch, dass du im Präservierungsprozess das Wasser in der Pflanze durch Glycerin austauschst, stirbt die Pflanze. Es kann also gar nicht sein, dass das Chlorophyll Bestand hat, obwohl die Pflanze lange tot ist. Also nochmal, ich weiß nicht, warum in den Ratgebern online drin steht, dass man nur optional etwas Textil- oder Lebensmittelfarbe dem Glycerin-Warmwasser oder Glycerin-Alkoholgemisch beifügen kann, denn ganz offensichtlich ist das doch entscheidend. Ich habe mir jetzt also ein Acrylfarbenspray gekauft, oder genau genommen 3 Stück, und damit färben wir das Moos jetzt wunschgemäß permanent ein. Hoffe ich. Wir fangen mal mit dem Moos aus dem Garten an, weil das am wenigsten wichtig ist. Naja. Also ganz überzeugt mich die Farbe nicht, aber ich meine, später soll es ja mal so ein dunkelgrün werden, wenn es trocknet. Glaube ich, hoffe ich. Ja, gut. Nächste Schicht. Dann nehmen wir mal das und färben die Spitzen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber mit dem bloßen Auge hat sich jetzt nicht so dieses vielschichtige Einfärben ergeben. In jedem Fall habe ich gar keine andere Wahl. Das Moos, das wir aus dem Garten haben, soll in der dunklen Farbe sein, und wir haben nur die eine dunkle Farbe. Ich würde jetzt also einfach mal mutig das ganze Moos, das wir aus dem Garten geholt haben, einsprühen. Tja, weiß jetzt nicht, ob man da von einem Erfolg sprechen möchte. Es sieht auf jeden Fall noch überhaupt nicht aus wie Moos. Aber ich meine, am Ende sehen die Farben auf den Flaschen einfach anders aus als das. Ich denke also, wir müssen das trocknen lassen. Und genau das tue ich jetzt. Das ist jetzt das Moos aus dem Wald. Auf diesem sollte dann natürlich im Moosbild der Fokus liegen. Und dafür habe ich die hellgrüne Sprühfarbe gekauft. So viel Mühe, so viel Zeit ist schon reingeflossen. Ich meine, ich sitze an diesem Projekt schon seit 4 Monaten. Ich hoffe, das wird was.
Also zumindest hier habe ich ein fantastisches Gefühl. Dann würde ich sagen, ab zum Trocknen und wir sehen später, wie das Ergebnis aussieht. So, 6 Stunden Zeit hatte das Moos jetzt ungefähr, um zu trocknen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf die Ergebnisse. Als erstes kommt unser hell eingefärbtes Waldmoos. Da bin ich auf jeden Fall sehr stolz zu sagen, dass es meiner Meinung nach mit den kommerziellen Produkten mithalten kann, wenn es sie nicht sogar übertrifft. Nun kommt unser Flachmoos aus dem Garten. Ach, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber meiner Meinung nach ist das eher blau als grün. Nichtsdestotrotz sehe ich auch hierfür einen Platz in unserem Moosbild und freue mich schon sehr darauf, das Ganze einzubauen. Und that's it! Ich kann es gar nicht glauben, aber als nächstes bauen wir endlich unser Moosbild. Ganz schöner Oschi. Als erstes installieren wir die Wandbefestigung. Dafür habe ich mir diese Schrank- oder Bildaufhänger bestellt, also solche Schienen. Da gibt es ein Gegenstück und die klacken dann ineinander. So ist die Installation maximal einfach. Die USB-Platte ist eher unhandlich, als dass sie schwer ist. Ich würde also sagen so 30, 35 Kilo. Dafür brauchen wir also schon mal 2 von den Dingern. Mit Moos, Rahmen, Kleber, LEDs und den Aufhängplatten selber kommen vielleicht nochmal 10, 15 Kilogramm hinzu. Brauchen wir also noch so ein Ding. Mein Gedanke, ich installiere 4 davon, dann haben wir ein zugelassenes Gewicht von bis zu 110 Kilo, also etwas, das ich ja gar nicht mehr heben kann. Und dazu sollte es eigentlich nicht kommen und wir sind auf der sicheren Seite. Wie drehe ich das jetzt? Ich habe diese Kieferleisten gekauft und werde daraus jetzt einen Rahmen basteln, indem ich sie an die Seiten schraube. Ich hoffe, das geht gut. Ehrlich gesagt verstehe ich von Holzhandwerk gar nichts, aber ich rede mir ein, dass ich mit den Winkeln, die ich im Übermaß gekauft habe, das Ding schon irgendwie befestigt bekomme. Ein Problem nur, die Leisten sind genauso lang wie das Brett. Das heißt, ich werde sie nicht an den Enden im 45° Winkel anschrägen können. Ich muss sie leider einfach grob überlappen. Die kürzeste Schraube, die ich im Hause habe, ist, wie ich gerade feststelle, immer noch ein bisschen zu lang für die Leiste. Aber ich habe gemerkt, wenn ich sie schräg reindrehe, dann passt gerade so. Die Ecken des Rahmens könnten, wie vorher gesagt, schöner sein, aber ich hatte keine andere Wahl. Dafür ist das Ding fertig, schaut insgesamt gut aus, ist gerade und hält bombenfest. Wunderbar. Als nächstes kleben wir hier eine LED-Leiste ein. Na, das passt ja wunderbar. Oh, schön. Und sollen die LEDs natürlich nicht leuchten, aber ich habe gerade keine Batterien für die Fernbedienung. Die sollen später einfach weiß sein. So,
Die Aufgabe bei der Arbeit mit dem Moos wird jetzt natürlich sein, die Winkel und die Elektronik zu verdecken, aber nicht so, dass die LEDs gar keine Strahlkraft mehr haben. Und da wären wir auch schon beim Thema. Wir sind endlich soweit, Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Moos, Moos, Moos.
Es ist so schön plastisch, weich, fluffig und es ändert viel an der Akustik und dem Gesamteindruck in diesem Raum. Also alle Ziele erfüllt. Ehrlich gesagt hatte ich die längste Zeit, während ich dieses Video gefilmt habe, die Furcht, Leute davon abzuschrecken, ein Moosbild zu wagen. Aber ich glaube, wenn man sich das Ergebnis ansieht, lohnt es sich doch. Und ich hoffe, ich habe den ein oder anderen da draußen vielleicht inspirieren können. Das hat ganz schön Kraft und Zeit gekostet und es ist nicht zu 100% perfekt, aber ich bin stolz auf mich, dass ich es bis zum Ende durchgehalten habe. In dem Sinne bedanke ich mich dafür, dass auch du es bis zum Ende durchgehalten hast und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!